Morgen Markus, wie fühlst du dich? Noch ein bisschen früh, aber gehen wir auf den Kubikstein gleich hoch. Und mal gucken. Dann werde ich schon wach. Bravo Markus! Mag jemand das mal den anderen Stift. So, wir haben jetzt alles wieder auf Vordermann gebracht. Die Wände aufgeräumt, beziehungsweise auch den Camper. Genau, also hier im Vorderbereich haben wir das Wichtigste ist, dass wir den Kühlschrank wieder aufgefüllt haben. Dann die ganzen Plastikflaschen entfernt. Hinten haben wir die Notfallbox zum Supporten aufgefüllt. Hinten der Delta, der steht gerade noch im Damenklo beim Laden. Die Elektronikboxen haben wir sortiert, dass wir die Kabel sofort wiederfinden. Powerbanks sind alle geladen. Genau. Unten in meine Laptoptasche mit Drohne ist alles einsatzbereit. Und ja, hinten meine Wäsche, meinen Wäschekorb habe ich noch aufgeräumt, die Schuhe. Und jetzt werde ich noch die Dusche auffüllen und dann sind wir wieder startklar. Danke. Sehr gut. Ja, das Benehmen ist so scheiße. Ja, komm. Dan, was ist jetzt der Plan? Der Plan ist, zum nächsten Startplatz aufsteigen. Wir können frühestens bei Wo sind wir da gerade? 1800 aufsteigen. Wo sind wir da gerade? In Imst? Gute Frage, wahrscheinlich in Imst. In Hochimst, genau gesagt. Steigen jetzt zum Startplatz auf und fliegen thermisch bis zum nächsten Wendepunkt. Yes!
Hat schon ein bisschen Talwind. Das ist halt der Nachteil von der unteren Route übers Oberinntal. Aber ich glaube vom Lechtal, da schaut es jetzt auch nicht super aus. Da kommen die auch nicht wirklich auf die andere Seite. Genau. Mal gucken, vielleicht finden wir noch einen Prallhang und können auf der anderen Seite nochmal irgendwo starten. Das wäre ganz fein. Schmeckt's? Jo, bin jetzt quasi nicht so weit gekommen, ein bisschen gesort, knappe halbe Stunde, aber nicht ganz hoch gekommen, quasi da hinten oben. Wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen, ganz hoch zu gehen, aber auch nicht so wild. Sah eigentlich gut aus, hätte auch funktionieren können, dann wäre es gut gewesen, aber jetzt hat es leider komplett abgeschattet. Der Talwind ist eingeschlafen, dann geht halt auch nichts mehr. Genau. Und Wendepunkt werden wir in der Früh machen, weil ich mag nicht hochgehen und wieder runtergehen. Ich werde wahrscheinlich in der Früh dann einfach runterfliegen. Soweit mal der Plan. So Markus, jetzt ist 21 Uhr. Jo. Was sagst du zum Tag? Geil. Geiler Tag gewesen. Angefangen hat es mit einem richtig coolen Abgleiter über den Fernpass. Und wir haben, ja, der Damien, ich und der Thomas, glaube ich auch noch, echt gutes Gleiten gehabt. Und da sah es nur relativ feucht und düster aus. Aber es hat relativ schnell abgetrocknet. Und dann bin ich das Oberinntal entlang geflogen und das war eine Rennstrecke par excellence. Ging relativ flott bis Bludenz. Und da war aber dann brutal viel Talwind. Da sind dann viele mehr oder weniger gegroundet. Die aus dem Lechtal haben es dann noch geschafft, ein bisschen weiter zu fliegen und an dem Talwind-Prallhang aufzusonnen, aber das war halt von meiner Route nicht mehr so wirklich möglich. Genau, nö, aber war cool. Zum Schluss dann noch ein bisschen Gas geben, dass wir auch noch an den Talwind-Prallhang kommen oder gekommen sind. Und das hat zum Sohren ganz gut funktioniert, aber es hat leider abgeschattet, viele hohe Wolken. Dann ist der Talwind eingeschlafen, es hat keine Thermik mehr eingelagert gehabt. Und dann sind wir kurz vor Liechtenstein gelandet. Genau, und jetzt machen wir noch einen schönen Abendspaziergang. Gehen in die Südseite vom Sentis bei Wildhaus, noch zu so einem Badesee. Ganz entspannt, weil das macht jetzt einfach keinen Sinn mehr, noch den Turnpoint zu holen und wieder runter zu laufen. Dani gibt es Tempo vor. Also ciao.
Park. Ich krieg schon geiles Essen. You must tell me when to put on the light. Worked it out. We're okay. Walking along fast. Walking. Yeah. Don't walk into the athlete.